meine Lieben, heute soll es mal darum gehen, mit der Kantenfräse, mit der Schablone, Fingerzinken zu fräsen. Ich bin selber gespannt, das ist das erste Mal, dass ich das auch mache. Die Schablone kennt ihr ja schon. Ich zeige es euch nochmal. Ich habe jetzt hier eine Einfräsung gemacht, wo die Schiene drin läuft von der Kantenfräse. Mit einer Schraube von unten, die ich mit Gewinde eingeschnitten habe und mit Sekundenkleber festgeklebt. Von oben einfach die Rändelmutter. Jetzt kann ich einfach hier drauf die Fräse hin und her schieben. So dass ich dann mit meinem, jetzt ist ein 6 mm drin. Dann habe ich die Schablone genommen mit meinem 6 mm Leistchen und kann die hin und her schieben. Und die müssen wir gleich noch einstellen dann. Aber jetzt geht es einmal darum, ich habe jetzt 4 gleiche Platten geschnitten. Die sind genau gleich lang und gleich breit. Und jetzt kommt der Trick. Ich habe es selber aus dem Internet. Ich habe es, wie gesagt, noch nie probiert. Bin gespannt. Ich nehme jetzt 2 6 mm Bohrer und stelle jetzt die Platten einmal auf die erste den 6 mm Bohrer und auf die dritte den 6 mm Bohrer. Jetzt müssen wir sehen, dass es schon ungefähr passt. Von der Ausrichtung her jetzt stellen wir die auf die Bohrer drauf, so dass die Platten dann versetzt sind. Richten wir es nochmal aus, die Länge, weil das muss genau passen. Das war nix. Ich würde sagen so. Jetzt nehmen wir uns eine Einhandzwinge und spannen das Ganze fest. Wackelige Sache. So. Gucken wir nochmal, das passt ungefähr. So sieht das jetzt aus. Also jede Platte ist jetzt versetzt um die 6 mm. Einmal hoch, einmal tief, einmal hoch, einmal tief. Da spannen wir uns jetzt in den Schraubstock hochkant ein. Und dann fräsen wir mit der Kantenfräse hier Fingerzinken rein. Die bauen wir jetzt um. Spannen wir gleich zusammen ein. Jetzt geht es um die Kantenfräse mit der Schablone. Jetzt müssen wir zwischen der Leiste und meinem Fräser genau 6 mm einstellen. Wenn das nicht hundertprozentig passt, das habe ich schon rausgefunden hier mit den Nuten in Längsrichtung. Das kann ich euch ja nochmal zeigen, wenn es auseinander geht. Das waren die Nuten, was wirklich absolut toll ist, bin ich begeistert von, es passt super. Ich kann jetzt selber ganze Platten verleimen, aus 4 aus 6er Latten zum Beispiel oder aus anderen Kanthölzern. Und das passt wirklich top. Bin ich mega begeistert von. Auch die Fläche an sich passt top. Aber das soll nicht das Thema jetzt sein. Wir machen hier mal weiter. Und wir legen uns jetzt einen 6 mm Bohrer einfach hier zwischen. Und jetzt kann ich meine Fräse einfach hier dran schieben. Beziehungsweise den Fräser. Zupp. Jetzt stellen wir das Rändelrad fest. Ja. Ja, ist noch ein bisschen zu locker. Ich drehe mal den Fräser ein bisschen, dass ich nicht mit der Schneide ganz dran bin. So. Drehe es wieder fest. Jetzt prüfen wir nochmal. Noch ein bisschen Luft, aber soll ja auch, weil ich bin mit der Schneide jetzt noch nicht ganz an den Fräser dran. Jetzt bin ich mit der Schneide, mit dem Zweischneider, mit einer Schneide an dem Bohrer dran. Jetzt ist er fest.
So könnte es schon passen. Jetzt sieht man auch, wenn ich den Fräser drehe, dass der Bohrer sich minimal bewegt. So, lassen wir das Ganze. Das passt jetzt gut. Jetzt spanne ich die Brettchen ein und baue euch um und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, jetzt spannen wir die ganze Soße mal hier in den Schraubstock ein. Der ist übrigens auch selbst gebaut, könnt ihr mal bei meinen Videos gucken. Auch selber gebaut. Ich zeige euch gerade mal. Der da. Einfach mit einer Schraubzwinge selber gebaut. Geht auch wunderbar. Aber das ist heute auch nicht das Thema. Jetzt spannen wir unser Sandwich mal hier ein. Ja. Ach, das hatte ich noch vergessen, euch zu sagen. Ihr müsst natürlich den Fräser auf die richtige Tiefe einstellen. Und zwar auf euer Werkstückstärke. Ich habe die Fräse jetzt einfach hier seitlich dran gehalten und dann könnt ihr einfach die Fräse, ich zeige es mal so, dann sieht man es besser. Einfach von einem Brett die Tiefe könnt ihr den Fräser so tief einstellen bis Unterkante von dem ersten Brettchen. Ich habe es jetzt minimal tiefer gemacht, weil hinterher kann man ja die Fingerzinken von außen noch ein bisschen abschleifen. Wenn es denn funktioniert. So, und jetzt ist der Plan, dass wir mit unserem Anschlag, mit dem Leistchen, hier einmal außen dran her, ist natürlich wenig Fläche, wo ich jetzt die Leiste hier dran herfahren kann. Ich denke mal, es wird wackeln. Bin selber gespannt, ob es funktioniert. Premiere. Und dann gehe ich wieder mit der Leiste in die erste Fräsung rein und dann immer so weiter. Bin gespannt. Test. Oh. Also das sieht jetzt ehrlich gesagt nicht so toll aus. Aber wir machen einfach mal weiter. Es klemmt. Und so richtig toll finde ich das jetzt nicht. Da passt es rein, aber schwer. Eng. Ich fräse es nochmal nach. Also ob das funktioniert, ich kann es euch nicht sagen. Ich stelle die Kamera mal ein bisschen weiter weg, weil ich muss schon ordentlich drücken. Es klemmt ordentlich. Wir machen mal weiter.
Also ich muss wirklich zugeben, das sieht gar nicht gut aus. Hier ist es weggebrochen, da ist es ausgebrochen, es klemmt. Und irgendwie sieht doch alles schief aus. Hm. Ja, es fühlt sich nicht gut an. Hier ist es jetzt ein bisschen rausgelaufen. Das ist alles schräg. Hier ist es rausgebrochen, hier hinten ist es rausgebrochen. Ich bin immer noch gespannt. Auf jeden Fall bin ich irgendwie schief. Aber wir machen erstmal weiter. Vielleicht gibt es hier noch eine Überraschung. Jetzt drehen wir das Ganze einmal rum und machen das genauso. Ich mache jetzt nur mal die Klemmzwinge. Jetzt ist es ja im Schraubstock fest. Die mache ich jetzt mal ein bisschen höher, sodass ich nicht dran kann. Dann war auch vom Gefühl her, dass es sich oben bewegt hat ein bisschen. Ich habe halt seitlich wenig Anschlag. Wenn ich die erste Fräsung schief mache, dann sind sie natürlich alle schief, ne? Und das ist doof. Oder hätte ich dickere Brettchen nehmen müssen? Ich weiß es nicht. Es klemmt. Hier ist es wieder weggebrochen. Ist natürlich jetzt auch keine hochwertige Platte. Das ist Birkensperrholz. Vielleicht hätte ich doch was anderes nehmen sollen. Ich weiß nicht. Erstmal weitermachen. So, gefräst haben wir's. Und jetzt bin ich mega gespannt, ob das funktioniert. Oh, die Kamera sieht aus. Viel Staub.
Ich baue euch mal um und dann zeige ich es euch gleich. So, jetzt habe ich es mal aus der Klemmzwinge rausgenommen. Die Spannung steigt. Das Fräsergebnis ist jetzt nicht so schön. Kanten sind abgebrochen. Bin also ein bisschen enttäuscht. Gut, es kann natürlich auch am Material liegen. Also so richtig toll ist es jetzt nicht. Hier sind halbe Zinken abgebrochen. Weil es halt, denk mal, weil es auch geklemmt hat und es ließ sich einfach nicht schön schieben. Enttäuschend. Aber wir probieren es trotzdem mal, ob es zusammenpasst. Das müsste jetzt so runter rein. Ja. Ach ja, passt. Aber schön ist was anderes. Wir bauen es mal komplett zusammen. So rum. Oh, der ist viel strammer. Obwohl es ja eigentlich gleich sein müsste, ne? Gut, man könnte sich jetzt noch die besten Ecken aussuchen, was vielleicht besser zusammenpasst. Das passt zum Beispiel gar nicht. Das passt wieder besser. Mit Gewalt. Ja, wie gesagt, schön ist was anderes. Aber es passt zumindest einigermaßen zusammen. Ach doch. Aber wenn ich die Fingerzinken mit der Formatkreissäge mache, ist es auf jeden Fall viel sauberer. Vielleicht habe ich auch beim Messen oder mit dem Unterlegen, mit den Bohrern und mit den Fräsern, vielleicht hat das nicht richtig gepasst. Hier passt der Übergang auch nicht so richtig. Hier passt er wieder besser. Hier passt es auch nicht wirklich. Ja, man kann das so machen, aber ohne Ausrisse oder man muss sich noch was dahinter legen, dass man es dann durchfräst. Die Ecke sieht ganz gut aus. Bis auf die Ausrisse da wieder. Aber man kann das machen, vielleicht mit einem anderen Material. Aber so richtig begeistert bin ich jetzt nicht davon. Schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr einen Tipp, was ich verkehrt gemacht habe oder ja, keine Ahnung. Schreibt es mal rein. Auf der einen Seite bin ich begeistert, auf der anderen Seite gefällt es mir überhaupt nicht. Aber die Tiefe passt gut. Die Seite sieht gar nicht schlecht aus. Eigentlich sollten sie alle gleich sein. Hier habe ich überall Luft. Ja, wenn es euch gefallen hat, abonniert mich bitte und gebt mir ein Like, einen Daumen hoch. Und wenn ihr Interesse habt an den Maschinen, die ich benutze, die habe ich in meiner Videobeschreibung. Die könnt ihr anklicken, dann kommt ihr bei Amazon. Da könnt ihr die Sachen kaufen. Ich habe nur minimal was davon, ich kriege ein paar Cent und ihr bezahlt nicht mehr dafür. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut, ciao.